Hallo und willkommen. Diesmal geht es in das Naturkundemuseum von Berlin. Viel Spaß auf einer Tour durch eine der größten deutschen Sammlungen. Ich dachte mir, okay, das hat ziemlich viel zu bieten. Allerdings soll es mir heute nicht so sehr um Fossilien gehen. Darüber werde ich lieber mal ein ganz eigenes Video machen, sondern wirklich nur den Bereich der Mineralien. Ja, das muss man überraschen. Hinter mir sind die großen Fossilien, das ganz große Stück. Aber drehen wir mal rum, haben wir hinter mir schon das andere und dort gehe ich schon rein. Aber was wäre die Bildung von Mineralien ohne die Geologie? Von daher noch ein kleiner Abstecher in die entsprechende Ausstellung dazu. Auf der Webseite vom Naturkundemuseum wird beschrieben, dass die Sammlung voraussichtlich ungefähr 70.000 Proben zur Petrographie hätte. Um mal das ein bisschen näher zu erläutern, Petrographie ist sozusagen die Lehre der natürlichen Vorkommen und systematischen Klassifikation von Gesteinen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo die 70.000 Stücke sein sollen, aber ich nehme an, die werden dort ein riesengroßes Archiv haben und hier in der Sammlung natürlich nur die typischen Ausstellungsstücke uns zeigen. Da schauen wir uns nun erstmal ein paar Stücke zum Thema Vulkanismus an. Ich werde auch immer mal versuchen, die Schilder hier etwas so ranzuzoomen, dass man das lesen kann. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingen wird. Zur Not vielleicht mal auf Pause drücken. Allerdings denke ich, das sollte sich sowieso jeder am besten mal selbst anschauen, das Museum. Wirklich sehr vielfältig. Ja, und das hier, was aussieht wie ein getrockneter Kuhfladen, ist tatsächlich eigentlich Lava. Hier kann man sich im Übrigen auch Geräusche vorspielen lassen. Ja, und solches Material kann ich damals auf meiner Tour im Endodo Park finden. Ne? Solche Stücke von Olivinen kann ich eigentlich nur von Lanzarote. Gibt es aber offenbar auch in der Eifel. Ja, und solche Basaltsäulen sind dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt vom Scheibenberg, Pillberg oder von Stolper oder auch Asteroiden. Hier mal ein kantiges Obsidianstück. Weiter geht es dann zu anderen vulkanischen Gesteinen, wie hier Pegmadit. Zum Thema Meteoriten gibt es aber auch einiges zu sehen. Zum Beispiel hier eine schematische Darstellung des Nördlinger Ries. Die Meteoritensammlung des Naturkundemuseums umfasst eigentlich bis zu 6.000 Exemplare. Wo die nun sein sollen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch wieder im Archiv. Da findet man hier auch wieder meistens nur die ganzen exemplarischen Stücke oder bestimmte Proben. Insgesamt ist diese Sammlung aber auf jeden Fall sehr lehrreich. Gibt noch eine Menge andere
Objekte zum Anschauen. Also eine große Erdkugel, wie wir sie vorhin gesehen haben, mit dem ganzen Aufbau. Im Übrigen umfasst die Sammlung der Impact-Kratergesteine eine 5000 Proben und gehört zu den weltweit größten Sammlungen dieser Art. Ja, und wo der mal eingeschlagen hat, da möchte man wohl nicht in der Nähe gewesen sein. Und jetzt geht es in die eigentliche Sammlung, für die ich mich am meisten interessiere. Was schön gemacht ist, vor allem ganz viele Mineralien, also eigentlich alle, befinden sich hier in den alten Vitrinen von früher. Ganz unten natürlich die Großstufe. Eine schöne farbliche Stufe, der Serpyrit. Was Grünes noch. Was mir beim ersten Regal, beziehungsweise bei den ersten Vitrinen schon auffällt, ist, hier gibt es auf jeden Fall schon eine Art systematische Ordnung. Hier geht es erst los mit den Sulfaten, Chromaten, Molybdat und Wolframate. Beispiel dafür wäre hier Crocoit. Hier die besonders schönen Stufen hier oben. Schön ist ja auch die Vielfältigkeit von dem Gips, die man hier sieht. Sind, wie man sieht, auch einige heimische Stufen dabei aus Deutschland. Ein Stück von Feinwalde habe ich allerdings nicht gefunden. Ne? Wie immer ein paar größere Brocken. Was man hier oben noch sieht, ist das, woraus man früher auch Fensterscheiben gemacht hat. Bekannt als Marienglas, aber diesmal aus einer anderen Herkunft. Und ein paar andere Stücken hier. Dabei in der Ausstellung sind auch immer wieder ein paar Stücke mit einer Geschichte zum Mineral. Beispielsweise hier das Kuprit oder auch an anderer Stelle beim Barit mit Quarz. Wo wir schon mal beim Barit wären. Hier sind einige Baritstufen, einige größere. Geht wieder bis ganz hoch, wird immer größer. Na, wieder ein schönes heimisches Stück von Klingendahl. Eines von Pöda Sure steht da noch, vergebens. Vielleicht finde ich das irgendwo später. Bekannt sein. Ah, hier oben ist doch eins von Pöda. Natürlich gleich ein ganz großes. Wirklich herrliche Stücke.
Ja, wie hier zu vernehmen ist, sind doch einige Leute in dem Museum ziemlich laut. Für diesen Stein hätte man sich wirklich eine bessere Fassung einfallen lassen können. Ja, die Fassung zum Stein mal gepasst. Allerdings hätte ich mir hier eine zielgenaue Beschreibung von dem Stein gewünscht, denn an dem Schild hier geht nichts wirklich Konkretes daraus hervor. Jetzt komme ich mal zu einer Vitrine mit vielen Großstufen. Sind jetzt nicht irgendwie konkret klassifiziert, sondern wirklich durcheinander, aber alle schöne Einzelexemplare aus verschiedenen Mineralienarten. Hier zum Beispiel eine wunderschöne Stufe aus Freiberg. Fluorit. Ich möchte nicht wissen, was die kosten würde. Hier noch ein Fluorit. Auch ziemlich groß auskristallisiert. Solche Funde gibt es jetzt an dem Standort wohl kaum noch, sagen die Getien. Sehr geringe Fundmöglichkeiten inzwischen. Und hier mal wieder eine wirklich traumhafte Stufe von Barit aus Pöla, wirklich ziemlich groß. Leider blendet das Licht etwas vom Fenster und den anderen Vitrinen hier rein, sieht man. Na, ich versuche die mal von mehreren Seiten hier etwas zu filmen. Hier eine schöne Stufe von Gips aus der Nähe von Eisleben. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Dazu noch ein schönes großes Stück aus dem Schlottwitzer Gang, angeschliffen und poliert. Schöner großer Fensterquarz aus Brasilien. Gibt es auch so ähnlich in der Schweiz. Was mir hier auffällt und mir auch gefällt, ist vor allem, dass es hier sehr viele Großstufen gibt aus Deutschland. Ich habe allerdings auch gemerkt, für die oberen Teile der Vitrine hätte ich lieber eine Leiter gehabt. Kann man leider nicht so gut filmen. Man muss ganz schön die Hände in die Höhe strecken, um da was Scharfes heranzubekommen. Jetzt mal noch ein Blick in die flachen Vitrinen hier mit den kleineren Stufen. Die sind ja wieder alle ziemlich klassifiziert. Insgesamt zählt ja die Sammlung vom Naturkundemuseum über 200.000 Stücke, rund 3.000 Arten. Das entspricht ungefähr 60% aller bekannten Arten, womit das auch die artenreichste deutsche Mineraliensammlung ist. Insgesamt sind hier dafür ungefähr 1077 Arten ausgestellt. Ja, ich denke mal, das ist eine ganze Menge. Ich möchte nicht wissen, wie viel sich da noch im Lager befinden. Bestimmt eine ganze Menge. Würde ich mir auch gerne ansehen, wenn sich mir irgendwann dafür die Möglichkeit ergibt. Basis für vieles, was hier gezeigt wird,
war bereits 1781 die königliche Mineraliensammlung. Viele Stücke stammen von den Toren und Reisen des berühmten Alexander von Humboldt. Ich wäre gerne dabei gewesen, auch wenn das damals wohl sehr anspruchsvoll gewesen sein muss. Aber damals war ich noch leider nicht geboren. Hier eine Auswahl an Apatiten aus aller Welt. Ich versuche das immer mal schön ranzuzoomen, dass man die Fundorte sieht. Weiter geht es dann hier in der Vitrine mit Pyromorphit. Ebenfalls verschiedene Stücke aus aller Welt. Mimetissit ist auch noch mit dabei. Hier finde ich eine weitere Klasse der Minerale, die Carbonate, in dem Fall die Argonitreihe. Strontianit, wem das kein Begriff sein sollte, ist ein Strontiumcarbonat und Strontiumsalze verhelfen Silvesterraketen zu ihrer roten Farbe. Ich denke, das ist einigen dann doch bekannt. Von Cerusit habe ich leider noch gar keine Stufe. Da wird's mal Zeit. Auch hier wieder eine kleine Geschichte hinter einem Mineral der Sammlung. Die grüne Farbe vom Malarit wird im Übrigen durch das in ihm enthaltene Kupfer erzeugt. Von Azurit würde ich mir auch gerne mal eine Großstufe holen, wenn die nur nicht so teuer wären. Ein Mineral, was ich ebenfalls sehr interessant finde. Dass es auch ein kleines Vorkommen in meiner Gegend gibt, auch wenn es vielleicht schon abgebaut sein könnte.
Nur noch einige radioaktive Minerale. Uran assoziiert. Kann man ja gerne mal den Geigerzähler ranhalten, wird ordentlich ausschlagen. Turbonet kann auch ordentlich den Geigerzähler zum Klingen bringen. Wieder eine kleine Verweilung an den kleineren Vitrinen. Vielleicht erkennt auch der eine oder andere ähnliche Stufen von sich selbst in diesen Vitrinen wieder. Es sind doch so einige heimische Stufen mit dabei in dieser Sammlung. Erythrin, ja, da haben wir wieder eine typisch heimische Stufe aus Schneeberg. Anebergit. Noch eine Stufe vom Kraul bei Schwarzenberg. Wer dagegen kommt, weiß, wo die ist. Vielleicht die Hinterreihe noch mal kurz durchgehen. Hier haben wir dann einige Stücke aus der großen Reihe der Silikate. Viele kenne ich gar nicht. Phenakit habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Dass es solche Olivine auch bei uns in der Eifel gibt, also in Deutschland, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte eher so an Gran Canaria. Granat Österreich, okay, das ist schon bekannt. Zöglitz, Granat. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Vor allem nicht in der Größe. Hier ist mir auch wieder was Neues bekannt geworden. Kainit. Auch schöne Stücken.
Natürlich, Topaz darf nicht fehlen in dieser Reihe. Ein sehr schönes Stück von den Greifensteinen. Ach, hier wieder von Anfriedersdorf. Wirklich schöne Stufe. Vanillinit, wer sich noch an das letzte Video von der Mineralienbörse in Berlin erinnern kann, da gab es eine ganze Menge Stufen aus Marokko, teilweise auch sehr preiswert, fand ich. Mal schauen, was die hier so anbieten. Interessante Farbgebung. Die Carbonate der Calcitra, ja. Diese Stufe könnte aus dem Schacht 371 sein. In Hartenstein habe ich einige kleinere Stufen davon. Auch das ist ein sehr interessantes Gebilde. Wir kommen öfters mal auf die Mineralienbörsen angeboten, solche Stücke. Aber nicht in der Größe. Rhodopsit, auch ein sehr schönes Mineral, wie ich finde. Dieses leuchtende Rot oder Rosa. Weiter geht's mit diesen Silikaten. Beryl, sehr schönes Mineral. Lassen sich vielleicht, was weiß, Edelsteine daraus herstellen. Vorausgesetzt, die haben die nötige Qualität, damit man sie schleifen kann.
Tja, eines meiner Lieblingsminerale. Hier diesmal sogar aus der Gegend. Ich hatte nicht gedacht, dass die Turmaline von Översgreen so groß sind. Turmalin in seiner lilanen Form. Etwas Geschichte wieder dazu. Auch ein schönes Stück. Und jetzt erschrecke ich etwas, denn hey, das ist genau aus meiner Gegend, sogar ziemlich schnell aus meiner Gegend. Ich glaube, ich suche da immer irgendwie an der falschen Stelle. Ein schöner Turmalin von Schönheide. Obwohl, ich habe von dort schon eine ganz schöne Stufe schon gefunden. Ne? Hier haben wir einmal ganz große Brocken von Limbach zum Beispiel. Und von aus Brasilien. Bemerkenswert. Jetzt noch ein paar kleinere Stücken davon. Vielleicht sehe ich ja noch einen aus unserer Heimat. Was ist denn das? So bläulich. Interessant. Hier noch einige andere aus der Reihe. Zum Beispiel Actinolith, auch ganz interessant. Gibt es also einige Herkünfte. Ja, so ein ähnliches Stück habe ich auch, nur ein bisschen kleiner. Jetzt kommen wir mal zu den Oxiden und Hydroxiden. Hier noch eine kleine Beschreibung dazu. Ja, das ist schon was Größeres hier oben. Auch sowas ist wieder mit dabei. Wolfram mit gehört wohl auch dazu, wie ich sehe. Sogar von Pechtelz Grün ist welcher dabei. Und von Zinnwald. Aha. Sehr schönes großes Stück hier. Anatas, okay. Seht ihr die kleinen, ganz kleinen Kristalle hier drin? Genauso wie Zinnwaldet, Kassiterit. Das sind die schwarzen großen Kristalle. Hier geht's weiter. Das ist mein richtig großer Kassiterit.
Nach sowas werde ich demnächst auch mal suchen, wieder in meiner Heimat, allerdings mit anderen Mitteln, Techniken. Da muss ich noch einiges ausprobieren. Das ist das Mineral, aus was man Zinn gewinnt. Und jetzt wird es ja für mich richtig interessant. Boah, herrlich, herrlich, herrlich. Opal aus Tschechien, na gut, Hyalit. Edelopal ist ja schon etwas feineres. Im Übrigen, ich suche immer noch nach einer schönen Stufe von Tützengrün. Nach wie vor, falls also ein Sammler das sieht. Ich suche dringend danach. Ja. Ob ich da irgendwann mal hinkomme, ist fraglich. Ich weiß auch nicht, ob da noch was ist. Fitness bei Halsbach. Ja, Schlottwitz, ja, die kennen wir glaube ich alle. So, da werde ich auch irgendwann mal hingehen. Meine Liste ist noch lang für zukünftige Videos und Projekte. Ah, das ist ja nicht schlecht. So viele Einschüsse da drin. Calcedon, ja, auch sehr schick. Bandiaspis und sowas. Ja, wunderbar. Von Hartmannsdorf, okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Man lernt immer was dazu. Wunderbar. Wieder ganz neue Minerale, Emenit, okay. Und da sind natürlich echt riesig, ey. Von Penig auch noch. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. So, ja, gute 40 cm groß. Sieht man von hier unten zwar nicht so optimal, aber ich habe es doch noch gewagt, ihn mal ordentlich zu fotografieren. Ja, auch das sind Minerale, die ich sehr mag. Hämatit. Einiges kennt ihr ja da schon von mir, von meiner Tour. Schneeberg, ja. Sowas auch. Oh, der ist ziemlich kristallin sogar. Sowas auch natürlich. Ja, ist ein schöner roter Glaskopf. Auch hübsch. Und sowas ist noch so ein kleiner Traumfund von mir. Das wäre mal was. Irgendwann wird es mal klappen. Ich wüsste nämlich auch wo, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Also ich weiß, Hämatit ist ein typisches Eisenerz. Rubin, hier, dazu geordnet, okay. Ja, ich hätte mir jetzt ein paar mehr Stücke von Hämatit erwartet, aber wer weiß. Schauen wir, was es hier noch gibt. Pyrochlor. Sagt mir jetzt relativ wenig. Zumindest noch nicht. Magnetit. Okay, das kennen wir schon. Breitenbrunn. Schwarzenberg. Ja. So ein kleines Stückchen habe ich auch zu Hause. Irgendwo in der Vitrine. Mal wieder rauskramen. Das haben wir ein schönes großes Stück, aber leider viele Blendeffekte bei diesen Vitrinen.
Sagen die Gätjen? Was so groß? Okay, bei Kallenberg. Ah ja, okay, das war ein großer Steinbruch. Da ist sowas schon mal möglich, dass man sowas rausholt. Kühlbrett, Maleritt, ja. Wieder zu einigen farbenfrohen Mineralen. Fluorid. Natürlich, Freiberg darf nicht fehlen, völlig klar. Auch an Friedersdorf darf nicht fehlen. Und gleich ran bis zum Salz. Halit, ja. Hier das Schöne, solche Kristalle kann man sich auch mal selbst züchten. Ne? Ist auch noch so eine Sache, die ich mal probieren wollte. Wobei sich ja allerdings nicht jedes Salz dazu eignet. Das darf nämlich nicht raffiniert sein, sonst klappt das nicht mit dem Kristallzüchten. Das also hier ist gediegenes Kupfer. Ganz schöner Riesenbrocken, meine Herren. Auch das ein großes freistehendes Stück hier. Gehen wir schön hier drüber. Wie mit einer Drohne über die Landschaft. Ja, nicht schlecht. Ne? So ein Riesenstück. Man kann sich gar nicht satt sehen. Wir haben jetzt auch mal ein paar andere Minerale, zum Beispiel die komplexen Sulfide, darunter auch Prostit, falls es jemand aus der Heimat kennt. Oder zum Beispiel in Schliemer gefunden, schöne Stücke. Vielleicht findet sich auch hier eins. Allerdings hier eher von Johann Georgenstadt. Erkennt man jetzt nicht diesen rhythmischen Ton, also habe ich so ein Stück. Leider keins mit diesem roten Ton. Aber wie man sieht, sind einige Stücke aus unserer Heimat. Einen ganz leichten Rotton sieht man schon. Aber wie gesagt, es gibt schönere Stücken. Zumindest müsste man das vielleicht mit einem Licht hinterleuchten, dann würde man das sehen. Ist hier jetzt so nicht möglich, leider. Weiter geht's mit anderen Sulfiden. Wie sowas zum Beispiel. Oder auch sowas.
Hier habe ich dann doch noch was gefunden, wo man diesen roten Ton sieht. Seht ihr das? Wenn man ganz nah rangeht, sieht man das. Vielleicht schaut euch das nochmal von oben an. Ich möchte näher, oder der hier, da sieht man ganz leicht dieses rötliche. Mit dem starken Licht dahinter wird man das eindeutig sehen. So nicht ganz. Richtung Ausgang der Sammlung befanden sich wieder einige Vitrinen mit Großstufen. Ein Bernstein, schon gigantisch, wie groß sowas werden kann. Wirklich sehr viele und schöne Schaustufen hier. Wow, absolut wow. Diese Sternform vor allem, zwischendrin überall. Schon wirklich sehr imposant. Auch das hier. Wow. Gerade wenn ich solche Großstufen aus der Heimat sehe und weiß, was die auf den Mineralienbörsen kosten würden in dieser Größe, man kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, was in diesen Vitrinen für Werte drin stecken. Also ich habe große Zweifel, ob wir noch 100.000 Euro reichen würden. Ich glaube, das wird bei weitem nicht langen. Ja, ein sehr schönes Stück aus Bayern. Wirklich riesig, riesig. Ja, hier ist ebenfalls noch eine Vitrine mit Großstufen. Ist schon wirklich sehr erstaunlich, was die Ader so hervorgebracht hat an herrlichen Kristallen. Vor allem in dieser Größe. Die Sammlung hier ist schon wirklich sehr sehenswert. Kann man nur jeden mal dazu einladen. Was haben wir denn hier noch? Ja, auch nicht schlecht. Boah, wirklich Wahnsinn. Diese Größe. Und das ist ein Topaz, ja. Der kann so groß sein. Wirklich gigantisch. So was. Turmalin.
bin jetzt froh, dass jetzt in dieser Sammlung hier langsam Ruhe eingekehrt ist. Es war vorhin so teilweise ganz schön laut, hat das Drehen nicht gerade erleichtert. Wie alles kleine Nadeln hier, wie man sieht. Wirklich herrlich. Das habe ich auch noch mit der Rollenbürste bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ah, hier mal das. Okay. In der Größe fehlt es noch meiner Sammlung. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Sulfiden. Ein typischer Klassiker natürlich Pyrit in all seinen verschiedenen Formen. Die Sonnen sind teilweise bekannt. Oder auch die typischen schönen klarkantigen Würfel von Spanien. Ja, das bisschen größere aus den USA. Über ist auch ein ganz schön großes Aggregat aus Peru. Es gibt auch noch die kleinen Pyrit-Kugeln von Rügen. Aber findet man ziemlich selten leider. Die anderen können wir weitermachen mit Actinolith. Haben wir denn? Nein, hier ist nicht. Antimonit. Ah, das war es gewesen. Antimonit. Mit den schönen Strahlen. Auch wieder was von Freiberg dabei. Das finde ich immer eine ganz interessante Story. Bei dem Thema Gold und Silber muss ich natürlich erstmal innehalten, wer mich kennt. Ne? Hier sind viele Stücke ausgestellt mit reinem Gold. Das sind so jetzt Anlagerung oder direkt als Erz. Aber fast alle Stücke hier zeigen gediegen Gold auf ihrer Oberfläche. Ich zoome das immer mal ein bisschen ran. Ja. Sieht man jetzt diesen gelben Farbton nicht ganz so deutlich, wie ich mir das hier wünschen würde. Aber vielleicht kommt noch ein schönes Stück, wo man das besser sieht. Oder wo die Flitter etwas größer sind. Und das ist eher Silber. Sieht man teilweise die ganz kleinen Lückchen. Hier eine herrliche Stufe aus Freiberg. Bekommt man so mit Sicherheit nicht mehr zu kaufen. Nun kommt noch eine Vitrine mit Großstufen dem Thema folgend. Diesmal gediegene Metalle. Hier Wismut eben. Natürlich das feinste Gold. Hier sieht man auch den Farbton ganz gut. Als nächstes Platin. Reines Platin hier. Weiter geht's mit dem etwas nicht so wertvollen Kupfer. Hier eine Platinmünze. Boah, wirklich eine traumhafte Silberstufe. Richtig lang gedrehte Silberlocken. Aus Russland scheinbar. Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Oh, auf dem Berg. Ein riesengroßes Goldnugget. Ob das echt ist, ich weiß es nicht.
Bei dieser traumhaften Goldstufe wird der Stufenwert bestimmt viel höher sein als der reine Metallwert. Und jetzt kommen noch einige Großstufen. Die sind jetzt nicht so farbenfroh wie manch andere, aber dieser Metallglanz hat sicherlich auch seine Freunde. Oder hier glitzern auch einige ganz schön so nebenbei. Jetzt wird es doch wieder etwas farbenfroh. Und eine Schwefelstufe fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Mal schauen, ob es mal sowas irgendwo mal preiswert gibt, in der schönen Größe. Ich werde die Augen offen halten. Wismut ist auch ein interessantes Mineral. Gibt es auch diese künstlich erzeugten Kristalle. Für Basiswissen wird allerdings auch ganz gut gesorgt. Beispielsweise zur Chemie und der Kristallisation von einigen Mineralien. Und noch ein paar weitere schöne Großstufen. Die finde ich wirklich exzellent. Dieses Fensterglas. Ja. Schöne Art Gipsstalaktiten. Ja, das nenne ich mal eine richtige Druse. Also Cholestin. Ja, genau. Auch sehr schick. Eine richtig große Schwefelstufe. Wenn wieder mein schönes Suchgebiet, wo ich unbedingt mal hin muss, Schlottwitz. Mal schauen, ob ich auch solche großen Brocken rausholen kann. Ja. Ein ordentlich großer Malarit. Ja, wie natürlich wieder von Russland. Dort findet man wirklich offenbar die größten. Ja, das ist dann mal wirklich ein herrlicher Florit. Dreifarbig würde ich sagen, teilweise blau. Ganz leichte Zonartöne mit dabei, weiß und durchscheinend. Herrlich. Wieder ein schönes Stück aus Sachsen, von Kallenberg. Und aus Namibia auch noch was dabei. Auf dem Bild ja komischerweise blau, in Original eher grün.
Hier gibt es auch ein Buch offenbar. Ich weiß nicht, ob es das dann auch zu kaufen gibt irgendwo. Können wir ganz kurz rumblättern hier. Das hier. Ich nehme an, da geht es um die ganzen Steine von dem Alexander von Humboldt, die ja in der Ausstellung zu sehen sind. Dürfte ganz interessant sein. Ziemlich dickes Buch, wenn man so sieht. Ja, mal ganz kurz durchblättern. Sehr vielfältiges aussieht. Scheint wirklich sehr interessant zu sein, das Ganze. Wird von Reisen erzählt, über heimische Fundorte. Ja, nicht schlecht. Werde ich mal schauen, was es kostet. Und hier haben wir ihn, den Herrn Humboldt. Einer der größten Schenker für dieses Museum. Es stammen wirklich sehr viele Mineralien von ihm hier in der Sammlung. Hier haben wir auch noch jemanden, von dem viele Mineralien stammen in dieser Sammlung. Den Herrn Gustav Rose. War offenbar auch sehr viel unterwegs gewesen, hat sehr viel geforscht. Und hier sind noch weitere. Samuel Weiß ist mir jetzt eher schon auch ein Name. War nicht mal in Freiburg gewesen oder täuscht mich das? Jetzt doch nicht. Wen haben wir hier noch? Gustav von Karsten, sagt mir überhaupt nichts, noch nie gehört. Aber muss scheinbar auch einiges hervorgebracht haben, damit er hier genannt wurde. Wir sagen die letzte Vitrine, bevor ich mich hier verabschiede. Wieder einige schöne große Stufen. Ja. Das ist echt schön, echt schön. Oh, das ist wirklich auch herrlich. Ich frage mich immer, wie man sowas beschädigungsfrei bergen kann, dass er nicht abgebrochen ist. Gehe ich mal auf die andere Seite. Ja, noch was Schönes aus der Heimat von Halsbrücke. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele aus der Gegend kommen. Wie viele Stücken, vor allem große. Gipseisleben, ja. Auch von Geier. Das ist der erste Amethyst jetzt von Geier, den ich hier sehe. Die meisten waren eigentlich so von Stüttwitz gewesen, die ich entdeckt habe. Tourmaline von Norwegen. Beryl, auch wirklich schöne Stücken. Bin auch jetzt nicht so lange ausgeprägt. Wie der zum Beispiel, obwohl der jetzt wirklich sehr dunkel ist. Und diese Kristallblüte finde ich auch sehr schön. Es hat auch Eisenblüte, Aragonit. Wie sich so ein Kristall bildet, ist wirklich sehr fraglich, wie das passiert. Naja, nochmal einen ganz großen Blick in diese Hallen. Wie man sieht, sind wirklich sehr viele Vitrinen. Ich habe euch jetzt ungefähr die Hälfte gezeigt von dem, was man wirklich sehen kann. Wie gesagt, auch für Sehen ist nochmal eine andere Tour möglich. Ja. Von daher verabschiede ich mich erstmal wieder von euch und freue mich wie immer über viele Likes und Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und kann wirklich empfehlen, die Sammlung selbst einmal anzuschauen.